It's good to be with you. Ich freue mich wieder, mit Ihnen hier zu sein. We have been enjoying Germany today. Heute habe ich einen Teil von Deutschland genossen. We went down to the Rhine River Wir sind zum Rhein gefahren and saw there where Luther stood before the Diet some 500 years ago almost. und haben gesehen, wo Luther sich aufgehalten hat vor mehr als 500 Jahren. And we saw some of your beautiful colors in the trees and the flowers. Und wir haben die schönen Farben bewundert bei den Blumen und auch beim Herbstlaub And had generally an enjoyable day. und hatten einen im Allgemeinen sehr schönen Tag. On the way back, we were asked by our host Auf dem Weg, als wir zurückkamen, wurden wir von unserem Gastgeber gebeten, if we wanted some specialized Italian dairy ice cream. ob wir eine Spezialität, eine italienische Eiscreme And I haben guess he wollten. must have missed the presentation on oxidized cholesterol. Das war natürlich Milchprodukt, aus Milch hergestellte Eis und wahrscheinlich muss er wohl irgendeinen der Vorträge verpasst haben. And that leads us into our discussion today. Und jetzt wollen wir uns dem Vortrag von heute zuwenden. Sweet Tooth Bitter Harvest. Süße Saat, bittere Ernte. The sugar and diabetes story. Die Geschichte von Zucker und Diabetes. You know, it's important when people are diagnosed with diabetes Es ist wichtig, dass wenn Leute mit Diabetes diagnostiziert werden, that they don't just pass it off and say, I'm not going to let this disease affect me. dass sie es nicht einfach zur Seite schieben und sagen, ach, diese Krankheit, die beachte ich überhaupt nicht. I've actually seen people like that. Ich habe tatsächlich Leute gesehen, die so reagiert haben. I'm not going to let this disease change my life. Ich werde nicht zulassen, dass diese Krankheit mein Leben irgendwie verändert. But everyone who says that, Aber jeder, der so etwas sagt, eventually it changes their life permanently in ways they have no control over. wird feststellen, dass diese Krankheit irgendwann ihr Leben auf derartige Weise verändert, dass sie es nicht mehr kontrollieren können, wie sie es nie erwartet hätten. When you lose a leg, it changes your life. Wenn man ein Bein verliert, dann ändert das Leben ganz When gewaltig. you go blind, it changes your life. Wenn man erblindet, dann wird das Leben verändert. And so it's important to gain control over this disease. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man lernt, mit dieser Krankheit umzugehen. The good news is you can gain control of your diabetes, often without drugs, by following an excellent lifestyle. Und die gute Nachricht ist, dass man diese Krankheit in den Griff bekommen kann, sehr oft ohne Medikamente, einfach nur, indem man einen sehr guten Lebensstil hat. This is true for virtually every newly diagnosed diabetic. Das trifft zu im Prinzip für jeden, der neu mit Diabetes diagnostiziert wird. And even in those who've had it for years, we've often been able to get them off of their medicine and controlled without drugs. Und sogar bei denen, die schon über Jahre hinaus an Diabetes gelitten haben, sind wir sehr häufig in der Lage, sie von ihren Medikamenten herunterzubekommen und ihre Krankheit so in den Griff zu bekommen. So don't wait until a heart attack Das heißt, warten Sie nicht, bis ein Herzinfarkt auftritt or an amputation or oder eine blindness Amputation Serves oder as- eine Blindheit, serves as the wake-up call. bis diese Dinge dann sozusagen einen aufwecken. The wake-up call Der Weckruf should be that first borderline blood sugar. sollte dieser erste Zuckertest sein, der über der Grenze liegt. The slightest suggestion of diabetes. Das die kleinste Andeutung eines Diabetes. Well, what is diabetes? Was ist denn jetzt eigentlich Diabetes? It is a condition that causes the blood sugar to go up. Es ist ein Zustand, wo der Blutzucker nach oben geht. And this can be due to an abnormal response to insulin, Und das kann darauf zurück zu sein, dass man keine normale Reaktion auf Insulin hat or not enough insulin production. oder dass nicht genug Insulin produziert wird. The definition of diabetes is a fasting blood sugar greater than 125. Die Definition für Diabetes ist, dass man einen nüchternen Blutzucker von mehr als 125 hat. That's milligrams per deciliter. Und das sind Milligramm pro Deziliter. And if it's repeated and found to be true, then you're diagnosed as a diabetic. Und wenn dann dieser Nüchternwert das zweite Mal auftritt, dann spricht man von der Diagnose Diabetes. The problem is the metabolic changes cause a lot of other problems than just a high blood sugar.
Das Problem ist, dass die Stoffwechselveränderungen, die durch den Diabetes verursacht sind, sehr viel mehr noch bewirken als nur einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Although the blood sugars themselves, when they're high, are very taxing on the body. Obwohl der hohe Blutzuckerspiegel für sich schon sehr schädliche Auswirkungen auf den Körper hat. Let's take a look of the facts of diabetes. Wir wollen uns einmal die Fakten im Zusammenhang mit Diabetes etwas näher ansehen. In the U.S., there's over 16 million. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 16 Millionen Diabetiker. And I understand that in Germany there's about 6 million is what I heard today. Und mein Verständnis ist, nach dem, was ich heute gehört habe, dass es in Deutschland ungefähr 6 Millionen Diabetiker gibt. Both countries are similar in one respect. Beide Länder gleichen sich in einer ganz bestimmten Hinsicht. Half of the diabetics in the country are not aware that Die they're Hälfte diabetics. der Diabetiker in diesen Ländern ist sich nicht bewusst, dass sie Diabetes haben. And that's simply because they feel healthy. Und das einfach aus dem Grunde, dass sie sich gesund fühlen. They haven't gone to a doctor for a checkup, Sie sind schon länger nicht zum Arzt gegangen and they haven't had their blood sugar checked. und haben ihren Blutzuckerspiegel nie testen lassen. 6% of those 45 to 64 years old have it, 6% aller Personen zwischen 45 und 64 leiden darunter. and 20% of those over 65 have it. Und von denen über 65 sind es sogar 20%. The older you get, the more likely you are to get it, Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Diabetes bekommt. although it can happen in young people as well. Obwohl natürlich auch ein junger Mensch davon betroffen werden kann. 2 to 12 times the risk of heart disease, Das Risiko für Herzkrankheit erhöht sich um 2 bis 12 Mal. 2 to 4 times the risk of stroke, Ein 2- bis 4-fach so hohes Risiko für Schlaganfall and it's the #1 cause of blindness in adults. und ist die häufigste Ursache für Erblindung bei Erwachsenen. This is something that's a common sight among people who've been a diabetic for a while. Das hier ist ein gewohntes Bild für jemanden, der schon eine gewisse Zeit Diabetiker gewesen ist. And they're undergoing a dialysis there. Und was das hier ist eine Dialyse, die durchgeführt wird. It's a factor in half of all foot and leg amputations. Diabetes ist ein Faktor in der Hälfte aller Amputationen von Beinen oder Füßen. And in a given year, at least in the U.S., 50,000 diabetics are either on dialysis or have had a kidney transplant. Und in jedem Jahr, in den USA zumindest, gibt es 50.000 Diabetiker, die entweder von der Dialyse abhängig sind oder ein Nierentransplant erhalten haben. If you were to go to any dialysis center in Germany, Wenn Sie zu irgendeinem der Dialysezentren in Deutschland gehen würden, you could be pretty much assured that half of the patients receiving dialysis können Sie ziemlich sicher sein, dass die Hälfte der Patienten, die dort an der Dialyse bekommen, are there simply because their diabetes was not controlled earlier in life. dort aus dem einfachen Grund sind, dass ihr Diabetes in dem früheren Leben nicht gut unter Kontrolle gebracht wurde. And talk about decreasing your quality of life. Und wenn es jetzt darum geht, von Verminderung der Lebensqualität zu sprechen, To be dependent on such a machine von so einer Maschine abhängig zu sein and have to be there for 4 hours every 2 days, und alle 2 Tage 4 Stunden an dieser Maschine liegen zu müssen, and it's not a painless procedure, und diese Prozedur geht nicht ohne Schmerzen ab, is a marked decrease in quality of life. dann ist das ein ganz deutlicher Verlust von Lebensqualität. Every one of those patients wish they could live a part of their life over again. Ein großer Teil der Patienten dort wünscht, dass er einen Teil seines Lebens noch einmal leben And könnte. before their kidneys got completely killed off, if they would have just changed their diet and changed their lifestyle. Und dieses Mal, bevor ihre Nieren völlig versagen, ihren Lebensstil ändern und ihre Ernährung ändern würden. It also can cause a painful condition called peripheral neuropathy. Diabetes ist auch die Ursache für einen sehr schmerzhaften Zustand, den wir periphere Neuropathie nennen. It also increases the risk of certain cancers, such as breast and uterine cancers. Durch Diabetes werden auch bestimmte Krebsarten häufiger could you go back to that? Breast and uterine cancers. Bestimmte Krebsarten wie Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs häufiger erlitten.
There are 4 categories of diabetes. Bei Diabetes teilen wir die Fälle in 4 unterschiedliche Kategorien ein. Type 1 is often called insulin-dependent diabetes mellitus. Wir sprechen von dem Typ 1 und der wird auch oft der insulinabhängige Diabetes genannt. And that means these people are dependent on getting insulin shots in order to live. Und was das heißt, ist, dass diese Patienten davon abhängig sind, dass sie, um zu leben, um zu überleben, Insulinspritzen bekommen müssen. Their problem is due to not enough insulin being produced by their pancreas. Die Ursache bei dieser Erkrankung liegt darin, dass von ihrer Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin produziert wird. Another type is called type 2 diabetes. Es gibt eine weitere Kategorie und hier sprechen wir vom Diabetes Typ 2. And that's also called non-insulin dependent diabetes. Eine andere Bezeichnung für diesen Typ ist ein nicht insulinabhängiger Diabetes. Now, many patients that are type 2 Viele Patienten, die zu dieser Typ 2 Kategorie gehören, are taking insulin shots to keep their blood sugars down. nehmen Insulinspritzen, brauchen Insulinspritzen, um ihren Blutzuckerspiegel stabil zu halten. But they don't have a life and death need for it like a type 1. Aber sie sind nicht so auf Leben und Tod von diesen Insulinspritzen abhängig wie ein Typ 1 Diabetiker. Third type is called gestational diabetes. Ein dritter Typ wird auch Schwangerschaftsgestose oder it's in pregnancy, right? That's right. That's the type that Schwangerschaftsdiabetes occurs in genannt. pregnancy. Schwangerschaftsgestose. And that's why every pregnant woman needs to be screened for this in the middle of her pregnancy. Und deswegen ist es wichtig, dass jede schwangere Frau ungefähr in der Mitte ihrer Schwangerschaft ein Screening bekommt, ob sie dort erkrankt ist. The fourth category Die 4. Kategorie von Diabetes takes in a host of rarer causes of the disorder, fasst alle weiteren eher seltenen Ursachen für diese Krankheit zusammen. such as those due to hormonal abnormalities or other medical conditions. Hier geht es zum Beispiel um hormonelle Fehlregulierungen oder andere medizinische Probleme. By the way, the third type, Der 3. Typ übrigens, after their pregnancy, nach der Schwangerschaft are prone to get type 2 diabetes. sind diese Patientinnen anfälliger dafür, dass sie einen Typ 2 Diabetes They bekommen. actually have the gene for type 2 diabetes, Sie haben tatsächlich dieses Gen, was sie anfällig macht für Typ 2 Diabetes. and if they don't get on an excellent lifestyle, they'll eventually get type 2 diabetes. Und wenn sie nicht ihren Lebensstil ändern und eine gute Ernährungsweise haben, werden sie irgendwann Typ 2 Diabetes bekommen. Let's take a little closer look at type 1. Wir wollen uns einmal den Typ 1 etwas näher ansehen. It's the most severe form of the disease. Der Typ 1 ist die schwerste Form des Diabetes. It typically occurs in childhood, Typischerweise tritt es als erstes während der Kindheit auf. and for this reason was previously called juvenile diabetes. Und deswegen wurde dieser Typ auch ursprünglich der jugendliche Diabetes genannt. It's caused by autoimmune destruction of the insulin-making cells in the pancreas. Die Ursache darin liegt in einer Autoimmunkrankheit, dass die insulinherstellenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse durch Autoimmunvorgänge zerstört werden. Some cases have been linked to viruses, such as the Coxsackie virus. Manche Fälle sind auch in Zusammenhang gebracht worden mit Virusinfektionen, wie zum Beispiel Coxsackie. Chemical toxins also can destroy those cells in the pancreas. Oder bestimmte chemische Gifte können diese Zelle in der Bauchspeicheldrüse auch zerstören. But in most cases, we're not sure how it begins. Aber in den meisten Fällen kann man die Ursache nicht herausfinden. There does seem to be a genetic susceptibility to the disease, Es scheint eine genetische Empfänglichkeit für diese Krankheit da zu sein, plus an environmental factor that triggers the disease process. zudem dann ein Umweltfaktor kommt, der den Prozess sozusagen anstößt. Interestingly, children who are breastfed for shorter time periods Interessanterweise ist es so, dass Kinder, die für einen kürzeren Zeitraum gestillt wurden or who are started on cow's milk earlier in life oder die relativ früh in ihrem Leben Kuhmilch bekommen, have been shown to have an increased risk of type 1 diabetes. haben, so haben Studien gezeigt, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Typ 1 In Diabetes. fact, one study has shown
Eine Studie hat gezeigt, that the drinking of cow's milk may be the trigger dass das Trinken von Kuhmilch dieser auslösende Faktor sein kann, that initiates the disease in over half of all type 1 diabetics. der bei mehr als der Hälfte der Typ-1-Diabetiker diese Krankheit auslöst. The American Academy of Pediatrics Die amerikanische Akademie für Kinderheilkunde has recommended that no one under the age of 1 consume cow's milk in hat America. empfohlen, dass niemand vor dem ersten Lebensjahr Kuhmilch trinken sollte. And there's thought of them increasing that up to age 2. Und man hat darüber nachgedacht, dass man diese Grenze heraufsetzt auf das zweite Lebensjahr. Well, if you're a type 1 diabetic, what should you do? Wenn man jetzt ein Typ-1-Diabetiker ist, was kann man tun? It's important for you to control your blood sugars. Es ist wichtig, den Blutzucker zu kontrollieren. And there are a number of studies showing that if you tightly control your blood sugars, Und es gibt eine ganze Anzahl von Studien, die zeigen, dass wenn man den Blutzucker sehr eng unter Kontrolle hält, you will reduce your risk of complication. reduziert man damit das Risiko, an einer der Komplikationen zu erkranken. There will be a 76% reduction in diabetic retinopathy. Man hat dann eine Reduktion der diabetischen Augenerkrankung Retinopathie um 76%. 54% reduction in significant kidney disease. Eine Reduktion um 54% in deutlichen Nierenerkrankungen. 60% reduction in neuropathy, Eine 60% Reduktion in der peripheren Neuropathie and a 35% decrease in heart disease. und ein Rückgang der koronaren Herzkrankheit des Risikos um 35%. Now, this study was only tightly controlling the blood sugars. In dieser Studie ging es nur darum, dass der Blutzucker wirklich ganz eng kontrolliert wird und gut unter Kontrolle They gehalten were wird. doing this by checking their blood sugars 7 times a day with the finger pricks. Und zwar hat man 7-mal am Tag einen Blutstropfen entnommen aus dem Finger und ihn kontrolliert. And giving themselves enough insulin to keep their sugars down. Und daraufhin immer genau die Insulindosis abzustimmen, damit der Blutzucker unten bleibt. But there's evidence to show that if they would have used a better diet, Aber es gibt auch Beweise, dass wenn sie eine bessere Ernährung gehabt hätten, they would have been able to reduce their risk even further, particularly in the heart disease category. dass sie in der Lage gewesen wären, ihr Risiko sehr viel weiter noch zu senken, besonders in dem Bereich, wenn es um die Erkrankung im Herz, bei der Herzkranzgefäße geht. Most type 1 diabetics have been taught that meat is a good food for them. Den meisten Typ-1-Diabetikern ist beigebracht worden, dass Fleisch ein gutes Nahrungsmittel für sie ist. Why have they been taught this? Warum? Meat is low in carbohydrates. Fleisch hat wenig Kohlenhydrate. And so a low carbohydrate food seemingly will keep the sugars down. Und man dachte, eine Ernährung, die niedrige Mengen an Kohlenhydraten nur hat, würde den Blutzucker niedrig halten. But meat is very high in cholesterol. Aber Fleisch enthält sehr viel Cholesterin. It's high in saturated fat. Es hat einen hohen Gehalt an gesättigten It Fettsäuren. has no fiber. Es hat keinerlei Ballaststoffe. And all of those things are going to increase their risk of complications from their diabetes. Und alles diese Dinge tragen dazu bei, dass das Risiko für Komplikationen aufgrund des Diabetes ansteigt. And so that if they would have gotten their cholesterol out of their diet, they would have seen a more dramatic improvement in those results. Wenn also diese Patienten das Cholesterin aus ihrer Ernährung eliminiert hätten, hätten sie sehr viel bessere Ergebnisse erzielen können. Let's look at type 2 diabetes. Wir wollen uns jetzt einmal den Typ-2-Diabetes ansehen. This is where 90 to 95% of diabetics are. Zu dieser Kategorie gehören 90 bis 95% aller Diabetiker. The problem is not insulin production, it's insulin resistance. Das Problem bei diesem Typ ist nicht die Insulinproduktion, dass nicht genug da ist, sondern eine Insulinresistenz. As the disease advances, underproduction of insulin can also become a problem. Wenn die Krankheit dann sehr weit fortschreitet, kann auch das ein Problem werden, dass dann nicht mehr genug Insulin produziert wird. And the body's high blood sugars can overwhelm the pancreas, and the pancreas can't produce enough insulin to control it. Diese ständig zu hohen Blutzucker haben einfach die Bauchspeicheldrüse überwältigt, sodass sie einfach nicht nachkommen kann mit der Produktion. And then the pancreas will start to burn out and actually produce less and less insulin over time. Die
Bauchspeicheldrüse wird sozusagen erschöpft und sie kann dann irgendwann nicht mehr so viel Insulin produzieren und produziert weniger und weniger. The disease is genetic, Diese Krankheit ist auch genetisch bedingt plus a poor diet and lifestyle. und der Faktor einer schlechten Ernährung, eines schlechten Lebensstils kommt dazu. As my endocrinology teacher said at Loma Linda University, So wie mein Anthropologie-Professor an der Universität in Loma Linda gesagt hat, genetics loads the gun, die Erbanlage lädt das Gewehr, lifestyle pulls the trigger. aber der Lebensstil zieht den Abschusshahn. And so you can have the gene for this, Man kann also genetisch belastet sein, man kann dieses kranke Gen haben, and never develop the disease. aber trotzdem niemals diese Krankheit bekommen. That's what happened to my father. Genau das war der Fall bei meinem Vater. When he found out he had a lot of problems earlier in life, Als er im Beginn, in den früheren Lebensjahren feststellte, dass er eine ganze Menge Gesundheitsprobleme hatte, he changed his diet and lifestyle hat er seine Ernährung, seinen ganzen Lebensstil umgestellt and then never developed diabetes, und hat dadurch niemals Diabetes bekommen. even though he clearly had the gene for diabetes. Obwohl es ganz deutlich und klar war, dass er dort genetisch belastet war. The disease is more subtle in type 2 diabetics. Bei Typ-2-Diabetikern ist die Krankheit mehr unterschwellig And thus it's often undiagnosed. und deswegen wird sie oft nicht diagnostiziert. This is often what these type 2 diabetics look like, however. So sehen Typ-2-Diabetiker häufig aus. They tend to be at least slightly overweight. Sie haben die Tendenz, dass sie zumindest etwas Übergewicht haben. Now, when type 2 diabetics are diagnosed, Wenn ein Typ-2-Diabetiker diagnostiziert wird, they go through what I call the diabetic dance. stehen sie davor durch etwas, steht ihnen etwas bevor, was ich den diabetischen Tanz nenne. What is this diabetic Was dance? ist dieser diabetische Tanz? Well, the first thing is they're put on a drug every morning. Es fängt damit an, dass sie jeden Morgen ein Medikament nehmen müssen. Usually in America, it's one of these drugs listed here. In Amerika ist es gewöhnlich eins von diesen Medikamenten, die hier auf dem Bild zu sehen sind. Brings the blood sugar down 10 or 20 points. Diese Medikamente sind in der Lage, den Blutzuckerspiegel um 10 bis 20 Punkte zu senken. And a few months later, Und dann nach einigen Monaten their sugars start to come up again. fängt der Blutzucker an, wieder zu steigen. And so then the drug is increased to twice daily. Und dann wird die Dosis erhöht. Sie müssen zweimal am Tag dieses That brings it Medikament down nehmen. another 5, maybe 10 points. Dadurch wird der Blutzucker um weitere 5 bis 10 Punkte gesenkt. And then it starts to gradually increase again. Und dann fängt der Blutzuckerspiegel an, wieder zu steigen. And then 2 drugs are placed on Und the der nächste patient. Punkt ist dann, dass ihm 2 Medikamente verschrieben werden. And then finally that fails. Und schließlich reicht das auch nicht mehr aus. And then 3 drugs are put on the patient. Und dann muss der Patient 3 verschiedene Medikamente nehmen. Some of those twice a day. Einige von diesen vielleicht sogar zweimal täglich. The patient starts to gain some more weight. Der Patient fängt an, Gewicht zuzulegen. The sugars start to come up again. Der Zucker geht wieder nach oben. And then the doctor has a very serious conversation with his patient. Und dann hat der Arzt ein ernstes Gespräch mit seinem Patienten. It's time for insulin. Er sagt ihm, es ist Zeit, dass wir auf Insulin And so insulin greifen. is put on the patient with some drugs that they're taking orally. Also bekommt der Patient zusätzlich zu den zu den Medikamenten, die er oral nimmt, Insulin. And then begins the vicious cycle of insulin use. Und da ist man dann an dem Punkt, dass dieser Teufelskreis des Insulin Spritzens beginnt. That vicious cycle is insulin stimulates weight gain. Und dieser Teufelskreis hat einer der Aspekte ist, dass das Körpergewicht stimuliert wird. And weight gain worsens insulin resistance. Und diese Gewichtszunahme wiederum verschlechtert dann die Insulinresistenz. And so the insulin, it keeps needing to be increased over Das time. heißt, die Zellen akzeptieren das Insulin nicht und es muss immer mehr Insulin gespritzt werden. Somewhere we need to try to break this cycle. Und es ist wichtig, dass wir irgendwo diesen Teufelskreis durchbrechen. And yes, often they're sent to a dietitian. Ja, man sendet sie dann oft zu einem
Ernährungsspezialisten. but some dietitians still aren't up to date yet. Aber diese Diätassistenten, Assistenten sind leider oft nicht auf dem neuesten Stand. And so they're just telling the patient to limit their portions of meat. Und sie sagen ihnen dann nur, dass sie ihren Fleischkonsum etwas einschränken sollten And instead of eating regular cheese, eat low-fat cheese. und dass sie anstelle vom normalen Käse fettarmen Käse essen sollten And instead of whole milk, drink 2% milk. und anstelle von Vollmilch 2%ige Milch trinken sollten. And if you're going to eat chicken, then scrape the fat off the chicken first. Und wenn sie Geflügel essen, sollten sie das Fett abkratzen, die Haut abnehmen. And they're taught to count their calories. Und ihnen wird beigebracht, wie sie ihre Kalorien zählen And können. these produce some mild to just very modest changes. Und wenn man diese Ratschläge umsetzt, dann werden dort gewisse geringfügige Veränderungen möglich. What can we do to break this cycle? Was können wir tatsächlich tun, um diesen Kreis zu durchbrechen? The first thing I tell my diabetics to do is to exercise. Das Erste, was ich meinen Diabetespatienten sage, ist körperliche Bewegung. Exercise works just like insulin in a diabetic. Körperliche Bewegung wirkt bei einem Diabetiker genauso wie Insulin. Exercise makes the sugars go from the serum into the cells. Die körperliche Bewegung sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Serum in die Zelle befördert wird. And just like they need insulin every day, Und genauso wie ein Diabetiker Insulin jeden Tag braucht, they need exercise every day. braucht er dann körperliche Bewegung jeden Tag. For our diabetics, 7 days a week is what we recommend. Wir empfehlen also unseren Diabetikern körperliche Bewegung 7 Tage die Woche. It's also a good preventive measure if you have the gene. Wenn man jetzt genetisch belastet ist, ist körperliche Bewegung außerdem ein sehr gutes Präventivmittel. This study was done on those who had the gene. Hier haben wir eine Studie, die an Diabetikern durchgeführt oder an Personen durchgeführt wurde, die genetisch belastet waren. And if they exercised 3,500 calories worth per week, Und wenn sie, they reduced, no, exercise, they exercised, 3,500 and burned calories free. worth, right. Uh-huh. Und wenn sie pro Woche so viel körperliche Bewegung hatten, dass sie 3.500 Kalorien dadurch verbrannten, They were able to reduce their risk of getting diabetes by 50% just by doing that. konnten sie ihr Risiko, an Diabetes zu erkranken, allein durch diese körperliche Bewegung um 50% reduzieren. Now that's quite a bit of exercise. Das ist natürlich schon eine ganze Menge an Bewegung. That would be equivalent to brisk walking for an hour a day. Das entspricht flottem Gehen 1 Stunde täglich. Or it would be equivalent to jogging or running about 35 or 40 minutes a day. Oder es entspricht 35 bis 40 Minuten Joggen oder Rennen pro Tag. And but it does have a very positive effect. Aber es hat tatsächlich einen sehr positiven Effekt. We recommend engaging in 60 minutes or more of physical activity every day for our diabetics. Für einen Diabetiker lautet unsere Empfehlung, pro Tag 60 Minuten oder mehr sich körperlich zu bewegen. It doesn't need to be all at once. Das heißt, man muss es nicht alles auf einmal tun. In fact, for some diabetics, it works better after a meal. Tatsächlich ist es für einige Diabetiker funktioniert es besser, wenn sie es nach dem Essen machen. Particularly if they are brisk walking. Besonders wenn es jetzt flottes Gehen ist, was sie machen. One of the instructions that we've given some of our diabetics Eine der Anweisungen, die wir einigen unserer Diabetes-Patienten gegeben haben, is to check their blood sugar 30 minutes after a meal. dass sie 30 Minuten nach dem Essen ihren Blutzucker kontrollieren sollten. And if it's greater than 140, Und wenn er höher als 140 liegt, they need to go out and exercise. dann müssen sie rausgehen und Sport treiben. And so we'll recommend 10 minutes of exercise. Und da empfehlen wir dann 10 Minuten Sport, 5 minutes out, 5 minutes back. 5 Minuten weg vom Haus und wieder zurück. They can check their blood sugar again. Dann können sie wieder ihren Blutzucker If testen. it's still greater than 140, Wenn er immer noch über 140 they liegt, need to go out and do it again. dann müssen sie wieder raus. The goal is to get their 1 hour postprandial blood sugar less than 140. Und das Ziel ist, dass der Blutzucker 1 Stunde nach der Mahlzeit, der postprandiale Blutzucker, unter 140 liegt. And exercise after a meal will be very helpful in this regard. Und um das zu erreichen, ist körperliche Bewegung nach dem Essen eben sehr hilfreich.
The exercise needs to be aerobic, Es sollte Ausdauersport sein, non-competitive. kein Wettstreit, kein Leistungssport. If it's competitive, that will increase their adrenaline levels, which increase their sugar some. Wenn Sie jetzt mit anderen in Wettstreit liegen, dann wird dadurch Ihr Adrenalin angehoben, and that increases the adrenaline increases. Their adrenaline, which increases their sugar some. Und dieses Adrenalin, was dort ausgeschüttet, würde Ihren Blutzuckerspiegel auf gewisse Weise wieder hochdrücken. And preferably outdoor exercise. Und vorzugsweise sollte diese sportliche Betätigung draußen sein. Actually, if you're exercising in sunlight, studies show that brings your sugar down a little bit more than if you're not exercising in the sun. Studien haben sogar gezeigt, dass wenn man im Sonnenlicht sportlich sich betätigt, dass das Sonnenlicht zusätzlich den Blutzucker noch etwas herunterbringt im Vergleich dazu, wenn man ohne Sonnenlicht Sport treibt. The number 2 recommendation Die zweite Empfehlung is to lose weight. ist, Gewicht zu verlieren. And they really need to lose down to their ideal weight. Und tatsächlich ist es notwendig, dass man sein Gewicht reduziert, bis man sein Idealgewicht erreicht We hat. recommend lean diabetics, Wir empfehlen, dass ein Diabetiker schlank sein and they will sollte. do much better. Und sie werden sehr viel besser mit ihrer Krankheit umgehen können. And then we recommend a specific diet. Und dann empfehlen wir eine ganz bestimmte Ernährungsform. Now, how can you control your blood sugars through diet? Wie kann man jetzt den Blutzuckerspiegel durch Ernährung unter Kontrolle halten? One way is through a high protein, high fat, low carbohydrate diet. Eins ist, indem man eine proteinreiche, fettreiche, kohlenhydratniedrige Ernährung It does help control the blood sugars, Das hilft, den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu but it halten, dramatically increases the complications. aber auf ganz dramatische Weise erhöht es die Komplikationsrate. This diet will accelerate kidney failure. Nierenversagen tritt sehr viel schneller ein, It will accelerate blood pressures, sehr viel schneller tritt Bluthochdruck ein and it will accelerate the risk of stroke and heart attack. und sehr viel schneller tritt ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt ein. So that's why we don't simply just try to control the blood sugars through diet. Deswegen ist es für uns nicht nur wichtig, auf den Blutzuckerspiegel zu starren und den unter Kontrolle zu halten. What we try to do is not only control the blood sugars, but the complications of the disease. Wir wollen also nicht nur den Blutzuckerspiegel im richtigen Bereich haben, sondern gleichzeitig die möglichen Komplikationen der Krankheit in den Griff bekommen. And so how can we do this? Wie können wir das jetzt tun? A high complex carbohydrate diet, Eine Ernährung mit einem hohen Anteil von komplexen Kohlenhydraten, high in soluble fiber, ein hoher Anteil von löslichen Faserstoffen, Ballaststoffen, low refined sugar, ein kleiner Anteil nur an raffiniertem Zucker, with fat coming largely from monounsaturated sources. wobei das Fett zu einem großen Teil einfach ungesättigtes Fett ist. Now that's a loaded sentence there. Das ist natürlich jetzt ein gewaltiger Satz, den wir da haben. A lot of information in that sentence. Viel Information mit wenig Worten. So let's dissect it there piece by piece. Wir wollen uns also die einzelnen Bestandteile nach und nach ansehen. High complex carbohydrate diet, what is that going to be? Wenn wir eine Ernährung haben mit einem hohen Anteil von komplexen Kohlenhydraten, was wäre das zum Beispiel? What foods will be high in it? Welche Nahrungsmittel haben hohen Anteil komplexer Kohlenhydrate? That's going to be your vegetables Das wären zum Beispiel Gemüse and your whole grains. und Vollkorn. And actually, nuts have also complex carbohydrates. Und Nüsse haben tatsächlich auch komplexe Kohlenhydrate. Your fruits are going to have your more simple carbohydrates. Früchte haben eher einfache Kohlenhydrate. And so depending on the fruit, you might want to be more limited in regards to fruits than you are in regards to vegetables, grains, and nuts. Also im Vergleich zu Gemüse, Getreide und Nüssen sollte man abhängig von der Frucht bestimmte Früchte eher weniger verzehren als Diabetiker. High soluble fiber diet. Hoher Anteil an löslichen Faserstoffen. Let's take a look at first protein in the diabetic. Zunächst wollen wir uns aber Protein ansehen beim Diabetiker. And let's unravel some of the myths here. Und wir wollen einige der Mythen mal zum Einsturz One bringen. of the big myths is diabetics need more protein. Eins der Mythen, eins der falschen Geschichten ist, dass ein Diabetiker viel Protein, mehr Protein braucht. Shortly after I graduated from medical school,
Kurz nachdem ich von der medizinischen Hochschule gekommen bin, This study was published in the New England Journal of Medicine. wurde die folgende Studie in dem New England Journal of Medicine veröffentlicht. Now, this was in diabetics who already had some degree of kidney failure. Hier ging es um Diabetiker, die bereits einen gewissen Grad von Nierenversagen erreicht hatten. They were already excreting protein in their urine. In ihrem Urin konnte schon Protein gemessen werden, wurde ausgeschieden. In fact, a diabetic every year should have a kidney test, Tatsächlich ist es so, dass ein Diabetiker einmal pro Jahr einen Nierentest haben where they're sollte, collecting their urine for 24 hours wo der Urin 24 Stunden lang gesammelt wird and see if there's small amounts of protein there. und nachgesehen wird, ob es gewisse Mengen oder ob es Mengen an Eiweiß im Urin gibt. Prior to this study, Vor dieser Studie I had been taught that once you have a small amount of protein in your urine, war mir beigebracht worden, dass sobald man kleine Mengen von Eiweiß im Urin hat, it'll be like clockwork. You will eventually, no matter what you do, end up on dialysis. dass da eine Uhr in Gang gesetzt worden ist und dass man, egal was man tut, die Sanduhr läuft und man irgendwann als Dialysepatient enden wird. Every year, your kidneys will filter less until they're no longer working. Jedes Jahr würden die Nieren weniger filtern und bis sie nicht mehr arbeiten. Studies had been done at even tightly controlling the blood sugars. Studien sind gezeigt worden, wobei ganz eng auch der Blutzucker kontrolliert wurde. And the studies had concluded no matter how tightly you control the blood sugars, you're still going to end up with kidney failure. Und diese Studien damals hatten gezeigt, dass unabhängig davon, wie gut man den Blutzucker kontrolliert, es unvermeidbar schien, dass man im Nierenversagen endet. No matter what medicine you were put on, you were still going to end up that way. Egal welche Medikamente man nahm, man würde im Nierenversagen enden. Now, as the kidneys got worse, they would put out a lot of protein in their urine. Wenn die Nieren sich dann weiter verschlechterten, würde der Anteil des Proteins im Urin immer größer werden. And they would begin to get malnourished. Und das bedeutete, dass sie mangelernährt wurden. Their protein in their bloodstream would go down. In ihrem Blut, der Proteingehalt würde sinken. And so what did we do with these people? Und was haben wir dann mit diesen Leuten gemacht? We fed them more protein. Dann haben wir ihnen eine proteinreiche Ernährung gegeben. Well, one astute researcher decided to do the opposite. Und einer der Forscher hat aber beschlossen, das Gegenteil zu tun. He put them on a low-protein diet. Er hat diesen Patienten eine proteinarme Ernährung gegeben. Now, a normal kidney will filter 125 cc's of blood per minute, CCs. or milliliters. Okay. Eine normal funktionierende Niere filtert 120 Milliliter Blut pro Minute. And these diabetics had already lost over half of their kidney function. They were at 50. Und diese Patienten, die dort untersucht wurden, hatten schon mehr als die Hälfte ihrer Nierenfunktion verloren. Sie waren ungefähr bei 50 Milliliter pro Minute. They were on their normal American diabetic diet. Und ihre Ernährung bestand aus einer durchschnittlichen amerikanischen Diabetikerernährung. This is when the diet changed. Und an diesem Punkt hier in der Mitte wurde die Ernährung umgestellt. 1 year later, Nach einem Jahr they thought they were going to be down here at about 30 or 25. hätte man erwartet, dass sie ihre Filterfähigkeit noch weiter eingeschränkt hätten bei ungefähr vielleicht 30, 35. But instead, they were exactly the same. Aber stattdessen stellte sich heraus, dass sie genau an dem gleichen Punkt noch waren wie vor einem Jahr. Once you get down to 15, Wenn man erstmal bei 15 Milliliter pro Minute angelangt that's ist, when you end up on dialysis. ist der Punkt erreicht, wo man Dialyse durchführen muss. So these patients were only a year or two away from dialysis. Das heißt, diese Patienten waren unter den alten Bedingungen nur ungefähr 1-2 Jahre von der Dialyse entfernt. But their kidneys were functioning just as well 1 year later as they had been Aber unter before. diesen Bedingungen funktionierten ihre Nieren nach einem Jahr genauso gut wie vorher. Well, what about their urine protein?
Wie verhielt es sich jetzt mit ihrem Eiweiß im Urin? When their diet was changed, they were secreting 2,000 milligrams a day of protein in their urine. Als man ihre Ernährung umgestellt hatte, produzierten sie 2000 Milligramm pro Tag, also 2 Gramm pro Tag Eiweiß im Urin. 1 year later, less than 100. Aber nach einem Jahr produzierten sie nur noch weniger als 100 Milligramm pro Tag. So their kidneys actually did better as far as saving the protein. Ihre Nieren hatten sich also deutlich verbessert, wenn es darum ging, Proteinausscheidung zu vermeiden. What about the protein in their blood? Wie sah es aus mit dem Proteingehalt ihres Blutes? This was their serum albumin, Man hat hier das Serum Albumin gemessen which is one of the indicators of blood protein. und das ist ein guter Indikator dafür, wie es mit dem Protein im Blut aussieht. Their protein levels went from less than 3 to almost 4. Und ihr Proteinspiegel im Blut ging von From ungefähr 3, 3,5 to oder almost 3 4. bis fast 4 hoch. And that's grams per deciliter. Und zwar die Einheit ist hier Gramm pro So Deziliter. their nutritional status actually improved, Das heißt, ihr Ernährungszustand hat sich verbessert, even though they were put on a low protein diet. obwohl sie eine proteinarme Ernährung zu sich Now, nahmen. it wasn't too low a protein diet, Es war nicht eine extrem niedrige Proteinernährung, but it was much lower than what the average American eats. aber sie war deutlich geringer an Proteingehalt als das, was der Durchschnittsamerikaner It was isst. 40 grams of protein per day. Und zwar 40 Gramm Protein pro Tag. Breaking down the diet into its parts, Wenn man jetzt diese Ernährung in die Einzelteile zerlegt, more recent researchers have found that the more red and processed meats people eat, haben in der letzten Zeit Forscher herausgefunden, dass je mehr rotes oder behandeltes Fleisch die Menschen essen, the more their risk of diabetes increases. desto stärker stieg das Risiko für Diabetes. Each additional daily serving of red meat Jede zusätzliche Nahrung roten Fleisches pro Tag increases a person's risk of diabetes by 26%. erhöhte das Risiko für eine Person an Diabetes zu erkranken um 26%. These and other studies Diese Studie und andere should help us to realize sollten uns verstehen helfen, that meat and diabetes don't go together. dass Fleisch und Diabetes nicht zusammenpassen. In fact, a diabetes diagnosis ought to help people realize the need to exclude meat from the diet. Ganz im Gegenteil, wenn bei jemandem die Diagnose Diabetes gestellt wird, sollte er das Fleisch aus seiner Ernährung verbannen. If they added another serving of processed meat, Wenn man jetzt noch eine weitere Mahlzeit Fleisch dazu tat, it upped their chances of disease by nearly 40%. wurde das Risiko für die Erkrankung auf fast 40% erhöht. This study was published in November 2004, Das ist eine Studie, die im November 2004 veröffentlicht wurde. and the study's author stated this: Und der Autor dieser Studie sagte Folgendes. people should eat processed meats as little as possible, Die Menschen sollten Fleischprodukte so wenig wie möglich essen and very little red meat. und nur sehr wenig rotes Fleisch. And what I should be saying is, Und was ich vielleicht sagen sollte ist, the ideal is, of course, no meat. das Ideale wäre gar kein Fleisch. This study was done in Southern California. Hier haben wir eine Studie, die in Südkalifornien durchgeführt wurde, These were people who were already diabetic. und zwar an Patienten, die bereits Diabetes hatten. And it was part of the Seventh-day Adventist Health Study. Und zwar war das ein Teil der Studie, die an Siebentagsadventisten durchgeführt worden ist. About half of the Seventh-day Adventists in Southern California at that time ate meat. Als diese Studie an Siebentagsadventisten durchgeführt wurde, aßen ungefähr die Hälfte der Adventisten in Südkalifornien Fleisch And the other half did not. und die andere Hälfte aßen kein Fleisch. And then they took a look at how frequently they used it. Und dann hat man sich angesehen, wie häufig wurde das Fleisch verzehrt. Those who ate it once a day, 6 days a week, Diejenigen, die einmal pro Tag, 6 Tage pro Woche Fleisch aßen or more often than that, oder häufiger, increased their risk of death by almost fourfold. for death, haben ihr
Sterberisiko um das Vierfache erhöht. compared to those who ate it less than 1 day per week. Im Vergleich zu denjenigen, die weniger als einmal pro Woche Fleisch aßen. And so it increases not only the complications, Es erhöhte also nicht nur die Komplikationen, it also increases the ultimate complication. sondern erhöht auch die letzte Komplikation. We talked about grains, Wir haben bereits über Getreide gesprochen, good source of complex carbohydrates. eine sehr gute Quelle für komplexe Kohlenhydrate. This study took a look at those who were prone to type 2 diabetes. Bei dieser Studie hat man sich Personen angesehen, die anfällig waren für Typ 2 And those who ate whole grain products und diejenigen, die Vollkornprodukte aßen, were less likely to be diagnosed with type 2 diabetes hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit an Typ 2 Diabetes zu erkranken, than women who consume mostly refined grains such as pasta or white rice. als die Personen, es ging hier um Frauen, die überwiegend raffinierte Vollkornprodukte wie weiße Nudeln und weißen Reis aßen. Refined grains Raffinierte Getreideprodukte result in more than double the amount of sugar in the blood führen dazu, dass der Zuckergehalt im Blut sich verdoppelt and cause more insulin to be secreted. und dadurch wird die Insulinproduktion aus der Bauchspeicheldrüse erhöht. Than whole grain products. Und zwar mehr als bei den Personen, die Vollkornprodukte So gegessen you want to haben. make sure it's whole grains. Also achten Sie darauf, dass das Getreide Vollkorn ist. And don't be tempted by the white bread, Und lassen Sie sich nicht von diesem weißen Brot in Versuchung even if it führen. may be handed to you by somebody in a white dress. Auch wenn es Ihnen jemand in einem weißen Kittel reicht. Oder einem It weißen Kleid. does significantly raise the postprandial blood sugars. Dadurch wird ganz deutlich der postprandiale Blutzucker, also nach dem Essen, erhöht. In addition, whole grain products contain more vitamins and nutrients. Dazu kommt, dass Vollkornprodukte mehr Vitamine und Nährstoffe enthalten. Consuming as little as 2 servings a day of whole grain products Wenn man nur 2 Portionen pro Tag Vollkornprodukte isst, equal to a cup of brown rice und das entspricht einer Tasse Naturreis or 2 healthy slices of whole wheat bread, oder 2 Scheiben von Vollkornbrot, could lower the risk of diabetes by nearly a third. dadurch kann das Risiko für Diabetes um fast 1/3 gesenkt werden. Now in America, when people go to court, In Amerika, wenn jemand vor Gericht geht, they are told that they must swear to tell the truth, dann müssen sie schwören, die Wahrheit zu sagen, the whole truth, die ganze Wahrheit and nothing but the truth. und nichts als die Wahrheit. We tell diabetics Wir that, sagen Diabetikern, that they need to eat the grain, dass sie das Korn essen müssen, the whole grain, das ganze Korn and nothing but the grain. und nichts als das Korn. Because what they tend to add on it is the butter and the things that are not going to do well, or the sugar and jam. Denn sie haben die Tendenz, auf dieses gesunde Brot noch andere Sachen drauf zu tun, wie Butter und Marmelade und den ganzen Zucker in der Marmelade und so weiter. In addition, there are a number of diseases associated with a low-fiber diet besides diabetes. Es gibt natürlich noch andere Krankheiten, die auch im Zusammenhang stehen mit einer Ernährung, die arm an Ballaststoffen ist. Constipation, Verstopfung, appendicitis, Blinddarmentzündung, diverticular disease, Darmdivertikel, hiatal hernia, Zwerchfellhernie, varicose veins, Krampfadern, hemorrhoids, Hämorrhoiden, bowel cancer, Darmkrebs, colon polyps, Darmpolypen, heart disease, Herzkrankheit, strokes, Schlaganfall, diabetes, Diabetes, and gallbladder disease. Gallensteine. I had the opportunity of listening to Dr. Burkett lecture before he died a few years ago. Ich hatte das Vorrecht, eine Vorlesung von Dr. Burkett, bevor er gestorben ist, vor einigen Jahren, mir anzuhören. Dr. Burkett was not only an excellent surgeon and physician, Dr. Burkett war nicht nur ein ganz ausgezeichneter Arzt und Chirurg, he was also an excellent researcher. er war auch ein ausgezeichneter Forscher. In fact, he classified the lymphomas, and we still use Burkett's lymphoma classification today. Wir haben ihm die Klassifikation der verschiedenen Lymphome zu verdanken und wir benutzen dieses System auch heute noch. After he was trained as a surgeon, Nachdem er Chirurg geworden ist, he went to rural Africa to practice his surgery.
ging er in das ländliche Afrika, um dort als Chirurg zu arbeiten. And he began to notice some things. Und dort fielen ihm einige Dinge auf. He wasn't having to do appendicitis surgeries at all Er anymore. brauchte überhaupt keine Blinddarmoperationen durchführen No gallbladder surgery. und keine No Gallenblasenoperationen, diverticulosis. keine Divertikulose, Very little, if any, bowel cancer. kein oder fast gar kein Darmkrebs. And then he started noticing the diet of these rural Africans. Und dann hat er sich mal angesehen, was diese ländliche Bevölkerung in Afrika für eine Ernährung They hatte. were eating plant-based diets, Sie hatten eine pflanzenzentrierte Ernährung, lots of fiber. viel Ballaststoffe. And so he came back to America and gave a lecture that I happened to hear. Und er kam zurück nach Amerika und hielt eine Vorlesung und die hörte ich. I wish I had his slides, but I don't. Ich wünschte, ich hätte seine Dias, aber die habe ich leider nicht. The first slide that he showed was of a large rural African bowel movement out there in the field. Das erste Dia, was er zeigte, war das Ergebnis eines Stuhlgangs, der irgendwo im Feld war, von einem Afrikaner. Ein riesiges. The next slide he showed was of a small rural African hospital. Und das nächste, was er zeigte, war ein winziges, kleines afrikanisches Hospitälchen. The next slide he showed was of a small, balled-up American bowel movement in the toilet. Und dann hat er in einer amerikanischen Toilette gezeigt, was dort ein Amerikaner an Stuhlgang hinterlassen hatte. And the next picture he showed was a big Los Angeles County hospital. Und das nächste Bild war ein riesiges Krankenhaus in Los Angeles. And he said the size of the bowel movement is indirectly proportional to the size of the hospital. Und er sagte, die Größe des Stuhls ist umgekehrt proportional zur Größe der Krankenhäuser. The next slide that he showed was of his own hotel room. Und das nächste Dia zeigte er dann von seinem eigenen Hotelzimmer. You could see there in his hotel room was the bathroom, Man konnte sehen, neben diesem Hotelzimmer gehörte dazu das and Badezimmer, there was the toilet, da war die Toilette and next to the toilet was a telephone. und genau neben der Toilette hing ein Telefon. And he says it's a sign of a constipated nation that needs more fiber. Und dieses Telefon neben der Toilette ist ein Hinweis auf eine verstopfte Nation, die mehr Ballaststoffe braucht. And so he got his point across to us group of Und doctors. er hat da seine Botschaft wirklich zum Publikum rübergekriegt. For diabetics, fiber is especially good. Und für Diabetiker sind Ballaststoffe ganz besonders gut. But soluble fiber is even better. Aber lösliche Ballaststoffe sind noch besser. To say fiber is to try to say vitamin. Also wenn man Faserstoffe sagt, dann ist es genauso, als wenn man von Vitaminen spricht. There's lots of different vitamins. Es gibt sehr viele unterschiedliche And there's Vitamine. lots of different fibers. Und genauso gibt es sehr viele unterschiedliche Faserstoffe. But there's two main groups of fibers. Aber man kann diese Faserstoffe in zwei Hauptgruppen einteilen. The insoluble fiber, Die unlöslichen Faserstoffe that's what helps with the constipation. sind die, die bei einer Verstopfung That's helfen. what prevents the hemorrhoids and the varicose veins Sie verhindern, dass man Hämorrhoiden bekommt, dass man and the Krampfadern bekommt diverticulosis. oder Divertikulose. Soluble fiber Aber die löslichen Faserstoffe binds on to carbohydrates, binden sich an die Kohlenhydrate, binds on to cholesterol. binden sich an Cholesterin It removes cholesterol from the body, und sie scheiden dann dieses gebundene Cholesterin aus and it prevents the rapid rise in blood sugars after a meal. oder diese Kohlenhydrate und verhindern dadurch, dass nach einer Mahlzeit der Blutzuckerspiegel so plötzlich ansteigt. And so it keeps the average blood sugars down. Und dadurch wird der durchschnittliche Blutzuckerspiegel unten gehalten. Soluble fiber is harder to find than insoluble fiber. Man kann die lösliche Faserstoffe nicht so leicht finden wie die unlöslichen. Let's see what foods are high in it. Und wir wollen uns mal ansehen, welche Nahrungsmittel davon einen hohen Anteil haben. Figs are a good source. Feigen sind eine gute Quelle. 7.5 grams in 10 figs. 7,5 Gramm in 10 Feigen. Garbanzos, even a better source. Kichererbsen sind noch eine bessere Quelle. 1 cup, 8.6 In grams. einer Tasse haben wir 8,6 Gramm. Lima beans, better yet. Noch besser große Limabohnen. Soybeans, better yet. Noch besser sind Sojabohnen. Kidney beans, even higher than soybeans. Und noch höher sind Kidneybohnen. 12.7 grams in a cup. 12,7 Gramm in einer Tasse. Corn grits are higher yet. Maisgrieß ist noch besser. And actually, carob is the highest source. Und die beste Quelle ist Karob.
Carob has a natural sweetness to it, Carob hat eine natürliche Süße and it's also very high in soluble fiber. und hat auch einen sehr hohen Gehalt an löslichen Faserstoffen. And notice most of the rest of these are legume. In fact, just about all of these are legumes. Und beachten Sie bitte, dass fast alle dieser Nahrungsmittel hier Hülsenfrüchte sind. For our diabetics, Für einen Diabetiker, we actually recommend legumes at every meal. wir empfehlen unseren Diabetikern, dass sie zu jeder Mahlzeit Hülsenfrüchte zu sich nehmen. And sometimes that means they need to know how to prepare the beans. Und manchmal bedeutet das, dass sie lernen müssen, wie man Bohnen zubereitet. You can prepare the beans so you don't get the gas as a Man complication. kann die Bohnen so zubereiten, ohne dass man als Komplikation diese unangenehmen Gerüche But it's a hat. special way of cooking the beans. Aber das ist eine ganz besondere Art, wie man sie dann And if they're kocht. using it for every meal, they need to know how to cook it that way. Und wenn man natürlich die Hülsenfrüchte bei jeder Mahlzeit benutzt, dann sollte man schon wissen, wie man sie gut kocht. And their friends will enjoy being around them better. Und dann haben ihre Freunde auch kein Problem mehr, in ihrer Nähe zu sein. Diabetics can enjoy food Diabetiker können das Essen genießen and be romantic too. und gleichzeitig A lot of romantisch people sein. think you have to totally do away with desserts. Manche denken, man muss auf die Nachspeise ganz verzichten. You do have to do away with typical Western desserts. Ja, man muss auf die typischen zivilisierten, in unserer Welt typischen Nachtische verzichten. But there are foods just as tasty that can be eaten and can be enjoyed with good health. Aber es gibt Nahrungsmittel, die genauso gut schmecken und die man ohne schlechtes Gewissen in Vereinbarung mit einer guten Gesundheit genießen kann. These are nice carob desserts here. Hier haben wir Desserts, die aus Carob hergestellt sind. Then remember, foods high in monounsaturated fat. Und dann erinnern Sie sich, Nahrungsmittel, die einen hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren haben, sollen dabei Olives sein. are a good source. Oliven sind eine gute Quelle, Sesame seeds, Sesamsamen, pumpkin seeds. Kürbiskerne. Avocado is primarily monounsaturated fat, Avocado besteht hauptsächlich aus einfach ungesättigtem Fett and is good for a diabetic. und ist sehr gut für Diabetiker. Hazelnut oil has more monounsaturated fat in it than olive oil does, slightly. Haselnussöl hat sogar mehr Gehalt an einfach ungesättigtem Fett als Olivenöl. Pecans, a quarter cup, 11 grams. Pekannüsse, eine Vierteltasse, 11,4 Gramm. Almonds, even higher than pecans. Und Mandeln sind noch höher im Gehalt. Now, it's important for diabetics Es ist wichtig für Diabetiker, to recognize that nuts are high in calories. sich darüber im Klaren zu sein, dass natürlich Nüsse einen hohen Kaloriengehalt And so haben. for diabetics that are losing weight, Deswegen, wenn man als Diabetiker Gewicht verlieren muss, we recommend only a fistful of nuts per day. empfehlen wir pro Tag eine Faust voll Nüsse. And that will be very beneficial for them, that fistful. Und diese eine Faust voll wird aber sehr gut für sie sein. But more than that's going to prevent some of the weight loss that needs to occur. Aber wenn sie mehr essen, dann könnte das sie ihren Gewichtsverlust in Schwierigkeiten Do you know bringen. what the highest source of monounsaturated fat is? Wissen Sie, was die beste Quelle für einfach ungesättigtes Fett ist? I don't know if they sell these in Germany. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland verkauft wird. They're very expensive in the United States, In den Vereinigten Staaten sind sie sehr teuer, but they are one of my favorite nuts, aber sie sind eins meiner Lieblingsnüsse and it's macadamia nuts. und das ist die Macadamia-Nuss. Over 19 grams of monounsaturated fat in a quarter cup. Mehr als 19 Gramm in einer Vierteltasse an einfach ungesättigtem Fett. Sleep is also important for a diabetic. Für einen Diabetiker ist auch Schlaf sehr wichtig. Studies show the less sleep you get, particularly if it's down to 7.5 hours or less, Studien haben gezeigt, dass je weniger Schlaf man bekommt, besonders wenn er weniger als 7,5 Stunden ist, your pancreas will have to secrete more insulin because you're going to be more resistant to it. dann muss die Pankreas mehr Insulin produzieren, weil die Resistenz gegen das Insulin ansteigt. And if you're down to 5.5 hours, you're going to dramatically reduce your insulin resistance or dramatically worsen it. Und wenn man sogar weniger als 5,5 Stunden schläft, dann nimmt diese Verschlechterung der Insulinresistenz It will actually deutlich noch zu. It will actually double the worsening effect of insulin resistance. Also die Verschlechterung verdoppelt sich sogar. Peripheral neuropathy. Periphere Neuropathie. That's burning or aching of feet and legs or even hands and arms.
Das ist zum Beispiel ein Brennen oder Schmerzen von Füßen und Füßen und Beinen oder sogar Händen und Armen. The pain is often described as excruciating and sharp. Der Schmerz wird oft als unerträglich und scharf beschrieben. And the pain later progresses to numbness. Später geht der Schmerz dann in Taubheit über. That's not necessarily a good thing. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. I had one of my diabetic patients recently come into me, Vor kurzem kam einer meiner Diabetespatienten zu mir and his foot was all infected. und sein Fuß war stark entzündet. He had gotten home that evening from working in his yard, Er hatte an dem Tag in seinem Garten gearbeitet und war nach Hause and he gekommen. kept trying to take his shoe off. Und er hatte versucht, seinen Schuh And he auszuziehen. was really trying to kick it off, Und er hat versucht, ihn abzustoßen. and he couldn't get it off. Und er konnte den Schuh einfach nicht von And so he seinem Fuß finally went kriegen. like this and looked at the bottom of it, Und schließlich hat er dann die Sohle seines Schuhs angesehen. and there was a nail going through. Und da war ein Nagel, der durch die Sohle ging. He didn't feel it Er hatte das nicht gefühlt, because he already had the numbness stage of his diabetic denn er hatte neuropathy. bereits dieses Taubheitsstadium der Neuropathie erreicht. We're not sure how long that nail was there, but it could have been there 3 or 4 hours. Wir sind nicht sicher, wie lange dieser Nagel sich dort befunden hat, aber es kann sein, dass er 3 oder 4 Stunden dort im Fuß And steckte. so he had a rip-roaring infection, and we had to hospitalize him in order to try to save his leg. Er hatte also eine wirklich schlimme Entzündung und wir mussten ihn ins Krankenhaus überweisen, damit wir seinen Fuß retten konnten. Weimar Institute, a few years ago in California, Vor einigen Jahren in Weimar Institute in Kalifornien put their neuropathy patients on a 3-pronged program. wurden die Neuropathie-Patienten dort, they put them on what? A 3-step program, or 3 aspects to the program. Die Patienten wurden dort auf ein Programm mit 3 Schritten. A total vegetarian gebracht. diet, meaning only plant foods. Also der erste Punkt war eine rein vegetarische Ernährung, also nur pflanzliche Nahrungsmittel, Regular aerobic exercise, regelmäßiger Ausdauersport and hydrotherapy using contrast baths. und Wasseranwendungen, also Wechselbäder. What they would do is they would put them 3 minutes into very warm water, Man machte also Folgendes, dass man sie 3 Minuten lang in sehr warmes Wasser tat, 40 degrees Celsius, 40 Grad Celsius, and then after 3 minutes they would put those legs into an ice bath. und 3 Minuten später wurden dann diese Beine in eine Eispackung getan. For about 30 seconds. 30 Sekunden ungefähr. And they would go back and forth 3 times. Und 3 minutes, dreimal mussten sie zwischen diesen beiden Temperaturen 3 wechseln. minutes in the hot, 30 seconds in the cold. 3 Minuten also im heißen Wasser, 30 Sekunden im kalten. And they would start out doing that twice a day. Und das sollten sie dann 2-mal am Tag tun. These patients had complete relief of their painful peripheral neuropathy in 80% of patients in 4 to 16 days. 80% der Patienten hatten eine vollständige Besserung ihrer schmerzhaften peripheren Neuropathie innerhalb von 4 bis 16 Tagen. Prior to that study, people said there was nothing you could do to make it better other than pain medicine. Bevor diese Studie durchgeführt wurde, sagte man allgemein, dass es absolut nichts gab, was diese Schmerzen verbessern könnte, außer man nahm Schmerzmittel. And the pain medicine would help the pain, but it really wouldn't do anything with the underlying condition. Natürlich konnten die Schmerzmittel den Schmerz reduzieren, aber sie hatten keinerlei Effekt auf die zugrunde liegende Ursache. Well, I'd like to also talk about what sugar does to people who are not diabetic. Ich würde auch jetzt gern darüber sprechen, was Zucker für eine Auswirkung hat bei Personen, die nicht Diabetiker sind. Sugar is not just a problem for a diabetic or those who have the gene for diabetes. Zucker ist nicht nur ein Problem für einen Diabetiker oder jemanden, der erblich belastet ist als Diabetiker. This takes a look at eating apples 3 different ways. Hier sehen wir uns einmal an, wie man Äpfel auf 3 unterschiedliche Zubereitungsarten essen kann. These are in non-diabetics. Und hier geht es um Nicht-Diabetiker. If you drink apple juice, Wenn man In red? Äpfelsaft trinkt, hier die rote Kurve, the blood sugar will start out at 70, der Ausgangspunkt des Blutzuckers liegt bei 70, but 60 minutes later your blood sugar is down to 50.
Aber 60 Minuten später ist der Blutzuckerspiegel bei 50. And even 2 hours later, it's not back up to where it was before you had the apple juice. Und selbst 3 Stunden später ist er noch nicht, oder 2 Stunden, weitere Stunden ist er noch nicht wieder an dem Ausgangspunkt von 70 angelangt. Apple sauce in dark blue is grafted here. Apfelmus, die Linie in dunkelblau, Still drops below where you were. fällt auch unter den Ausgangspunkt von 70. But apples will return it to basically where it was. Aber wenn wir einen Apfel gegessen haben, kommt der Blutzucker relativ schnell an fast den gleichen Ausgangspunkt zurück. The extra fiber in the whole apple is what helps prevent this swing in blood sugar. Wenn wir den Apfel als Ganzes essen, dann verhindern die Ballaststoffe, die sich im Apfel befinden, dass der Blutzucker solche Kurven macht und so weit nach unten geht. For a diabetic, if they had the apple juice, they would have had a more spike in blood sugar this way. Wenn jetzt ein Diabetiker den Apfelsaft getrunken hätte, dann wäre ihr Blutzuckerspiegel sehr viel höher noch geschossen. And so we tell people it's the apple that grows on the tree, not the apple juice or the apple sauce. Wir sagen also den Leuten, sie sollen den Apfel essen, so wie er am Baum wächst und nicht in Form von Apfelsaft oder Apfelmus. And whole fruit and whole food as grown normally is better than refining it or chopping it up. Man kann grundsätzlich sagen, dass die ganze Frucht oder so, wie es wächst, es immer besser ist, als wenn man es in irgendeiner Weise bearbeitet oder zerkleinert. This study was done at Loma Linda University. Hier haben wir eine Studie, die an der Loma Linda Universität durchgeführt wurde. It took a look at white blood cells Hier hat man sich die weißen Blutkörperchen angesehen and their ability to destroy bacteria. und wie gut ihre Fähigkeit war, Bakterien zu zerstören. The average white blood cell or neutrophil, Excuse me. the average neutrophil, Eine ganz durchschnittliche neutrophile Zelle can destroy 14 bacteria. kann 14 Bakterien zerstören. But if you have 6 teaspoons of sugar on board, Aber wenn man 6 Teelöffel Zucker gegessen hat, the number of bacteria goes down, destroyed by 10. können nur noch 10 Bakterien zerstört werden. 12 teaspoons of sugar, Bei einer Zufuhr von 12 only Teelöffeln 5 and a Zucker half bacteria destroyed. kann eine Neutrophile nur noch 5,5 Bakterien zerstören. 18 teaspoons down to 2, 18 Teelöffel, 2 Bakterien. and 24 teaspoons, only 1 bacteria destroyed. Und bei 24 Teelöffeln wurde nur ein Bakterium zerstört. This is one of the reasons why after the Christmas holidays, Das ist einer der Gründe, warum nach den Weihnachtsferien the hospitals tend to fill up to capacity. gewöhnlich die Kapazität der Krankenhäuser voll You ausgelastet see a ist. lot more life-threatening infections. Man sieht sehr viel mehr lebensbedrohliche Infektionen. The effects of that sugar have been produced. Und das sind die Auswirkungen des verzehrten Zuckers And zu you may Weihnachten. wonder, 24 teaspoons, who's eating that much sugar? Und vielleicht wundern Sie sich, 24 Teelöffel, wer isst denn so viel Zucker? Well, let's take a look at some of the hidden sugars in food. Wir wollen uns einmal angucken, wo der Zucker sich überall so versteckt. That jam jelly, 1 tablespoon, 3 teaspoons. Wir haben einen Esslöffel voll Marmelade oder Gelee, 3 Teelöffel Zucker sind darin enthalten. Glazed donut, 4 teaspoons. Ein Donut mit Zuckerguss, 4 Teelöffel. Just 1 small scoop of ice cream, 5 teaspoons. Ein kleiner Ball Eiscreme, And 5. who just eats 1 scoop? Und wer isst nur eine Kugel? That fruit pie that they say is lightly syruped, 7 teaspoons. Ein Stück Fruchtkuchen ohne Sahne obendrauf, 7 Teelöffel Zucker. Just 1 ounce of the chocolate candy, 7 teaspoons. 1 ounce. That's grams. 1 ounce, that's a volume. Volume. Yeah, and so that It's would one be piece? equal to 3 30 pieces? milliliters of volume. Also ungefähr die Menge vom Volumen her wie 30 Milliliter. And so it's small. Vorstellen, Schokolade, 7 Teelöffel Zucker. Chocolate cake, 1 slice, 8 teaspoons. Eine Scheibe, ein Stückchen Schokoladenkuchen, 8 Teelöffel Zucker. Canned fruit, Dosenobst. you think you're doing well because it's fruit, Man denkt, man tut sich was Gutes, man isst ja Obst. and it says it's only lightly syruped. Und es wird gesagt, dass nur wenig Zucker drin ist, But 8 leichten Sirup. 8 teaspoons per serving. Tatsächlich sind in einer Portion 8 1 can of soft drink, Teelöffel. Und Limonade,
10 to Eine 12 Dose, teaspoons. That's eine Dose enthält 10 bis 12, soft drinks or Teelöffel. soda pops. also Limonade oder Cola, Pepsi, Sprite, diese Dinge. Yes. And then take a look at this. Und jetzt sehen Sie sich mal Folgendes an. This is the chocolate milk. Hier oben haben wir Kakao. 12 ounces, 42 teaspoons. Ein großes Glas oder eine Tasse, 42 Teelöffel Zucker. And so you can see how the sugar can add up over time. Man kann also sehen, wie sich der Zucker hier sehr schnell summiert. It's important to recognize Es ist wichtig, dass man erkennt, that when eaten apart from fiber, dass wenn Zucker ohne die Faserstoffe gegessen wird, sugars have been associated with man sie in Verbindung bringt mit dental cavities, Karies, obesity, Fettsucht, high triglycerides, hohe Spiegel von Triglyceriden, malnutrition, Mangelernährung and decreased resistance to disease. und einer vermindernden Abwehrkraft gegenüber Krankheiten. And this is true whether the simple sugar is in the form of white sugar, Und das trifft zu, ganz unabhängig davon, ob dieser einfache Zucker in Form von weißem Zucker, brown sugar, braunem Zucker, honey, Honig, molasses, Melasse, corn syrup, Maissirup, maple syrup, Ahornsirup, milk, Milch or fruit juice. oder Fruchtsäften They can kommt. all have this effect. Alle diese Zucker haben den gleichen Effekt. One recent study gave us an indication why sugar is harmful even for non-diabetics. Wir haben vor kurzem eine Studie gesehen, wo uns gezeigt wird, warum Zucker so schädlich ist, auch für Nicht-Diabetiker. 14 healthy people 14 gesunde Personen drank a drink containing the same amount of sugar as in 2 cans of soda. tranken ein Getränk, was die gleiche Menge von Zucker hat, wie sie in 2 Dosen von Sprite oder einem anderen Getränk enthalten ist. 6 other people drank a water solution. Und 6 andere Personen tranken nur Wasser. Free radicals in the blood Die freien Radikalen im Blut rose significantly 1 hour after individuals drank the sugar drink, stiegen eine Stunde, nachdem die Personen den gezuckerten Trunk genommen hatten, deutlich an and more than doubled 2 hours und later. mehr als verdoppelten sich nach 2 Stunden. Those who drank the water solution Diejenigen, die das Wasser getrunken hatten, showed no change whatsoever. zeigten keinerlei Veränderung. And these free radicals can be implicated in cancer as well as heart disease and a number of other degenerative diseases. Und diese freien Radikalen haben einen Zusammenhang mit Krebs, mit Herzkrankheiten und anderen degenerativen Erkrankungen. There have been 8 cancers linked to sugar consumption. Man hat herausgefunden, dass Zuckerverzehr Auswirkungen hat auf die Entstehung von 8 verschiedenen Krebsarten. Colon and rectal cancer, Darm- und Enddarmkrebs, breast cancer, Brustkrebs, ovarian cancer, Eierstockskrebs, uterine cancer, Gebärmutterkrebs, prostate cancer in men, Prostatakrebs bei den Männern, kidney cancer in both sexes, Nierenkrebs bei beiden Geschlechtern, as well as cancers of the nervous system in both sexes, or brain sowie tumors. Krebsarten beim Nervensystem bei beiden And Geschlechtern. this occurs in diabetics as well as in non-diabetics on a high Und sugar das diet. das sehen wir bei Diabetikern und bei A Nicht-Diabetikern. lot of people think the answer is artificial sweeteners. Viele denken, dass die Lösung des Problems vielleicht Süßstoffe sind. This study was done in Philadelphia. Hier haben wir eine Studie, die in Philadelphia gemacht wurde. Artificial sweetener users are more likely to gain weight over time. Wenn jemand Süßstoffe benutzt, ist er eher in Gefahr, über die Zeit, über einen gewissen Zeitraum an Gewicht zuzunehmen. And one of the reasons for this, Und einer der Gründe dafür ist, hunger increases by drinking a liter of aspartame sweetened soda. wenn man 1 Liter Soda trinkt, also Soda trinkt mit Aspartam gesüßt, wird dadurch der Hunger verstärkt. And so it increases your desire for the real thing. Das heißt, das Verlangen nach dem Eigentlichen, nach dem Süßen wird gestärkt. And so it really requires a change in lifestyle. Das heißt, wir müssen auch da unseren Lebensstil ändern. Once sugar is out of the diet, Wenn wir erstmal den Zucker aus unserer Ernährung verbannt the haben, food can taste worse for about 4 months. dann wird ungefähr 4 Monate lang uns das Essen nicht mehr so gut schmecken. But then after that, it will taste dramatically better. Aber danach werden wir eine dramatische Verbesserung im Geschmack And if you feststellen. don't have the sweet tooth, Und wenn man nicht diese Schwäche fürs Süße you're hat, going to have complete victory. dann wird man den völligen Sieg erringen. And you're not going to be like one of those diabetics who's always tempted to cheat.
Und man wird nicht einer von diesen Diabetikern sein, die ständig in Versuchung sind, sich selbst zu betrügen. Ellen White said, Ellen White sagte, sugar, when largely used, wenn Zucker in großen Mengen benutzt wird, is more injurious than meat. ist es schlimmer als Fleisch in seinen And of Auswirkungen. course, she told us about the dangers of meat. Und natürlich hat sie uns gleichzeitig gesagt, wie Fleisch selbst gefährlich ist. But when it's largely used, it can be even worse. Aber wenn wir Zucker in großen Mengen zu uns nehmen, kann es noch schlimmer sein als die Auswirkungen des Fleischessens. The Holy Scriptures in the book of Proverbs states, In dem Buch der Sprüche sagt die Bibel, it is not good to eat much honey. es ist nicht gut, viel Honig zu essen. So be sparing of complimentary words. Sei also sparsam mit deinen Lobesworten. And then he says, a man without self-control Und dann heißt es, ein Mann ohne Selbstbeherrschung is like a city broken into ist wie eine Stadt, in die eingebrochen wird and left without walls. und keine Mauern mehr behält. And so it does require self-control, Das heißt, Selbstbeherrschung ist notwendig, but such control is very possible. aber solche Selbstbeherrschung ist möglich. Yesterday we talked about the stages of change, Wir haben gestern über die verschiedenen Schritte des Veränderns gesprochen. and I have met many diabetics who have overcome their sweet tooth, Und ich habe viele Diabetiker getroffen, die es geschafft haben, ihre Schwäche für Süße zu überwinden, on a plant-based diet. indem sie eine rein pflanzliche Ernährung zu sich genommen They're haben. healthy with their nerve function and kidneys and eyesight still excellent. Und sie sind gesund, ihre Nerven funktionieren gut, ihre Nieren funktionieren und ihr Augenlicht ist ganz And in they have Ordnung. energy levels that far surpass the average non-diabetic. Und sie haben eine Energie, die weit besser ist als manch And Nicht-Diabetiker. to see them eat, they're not sacrificing taste or enjoyment. Und wenn man sieht, was sie essen, dann sieht man, dass sie keine Opfer bringen, was den Geschmack und was die Freude am Essen They betrifft. thoroughly enjoy their new way of eating. Sie genießen es, so zu essen, wie sie jetzt essen. David said in Psalms 103, Im Psalm 103 sagte David, who satisfieth thy mouth with good things, wer befriedigt deinen Mund mit guten Dingen, so thy youth is renewed like the eagle. sodass deine Jugend erneuert wird wie die des Adlers. The more we get back to God's recipes, Je mehr wir uns dem annähern, was Gott an Rezepten für uns hat, recipes like these, Rezepte wie dieser Apfel und diese Orangen, the closer we can get to having our youth renewed like the eagles. desto näher kommen wir an den Punkt, dass unsere Jugend wie die des Adlers erneuert wird. So I tell people to master their diabetes, Deswegen sage ich den Menschen, wenn sie ihren Diabetes in den Griff bekommen or for non-diabetics, master their sweet tooth oder für Nicht-Diabetiker ihre Schwäche zum Süßen, before it masters you. ich sage ihnen, bringt das unter Kontrolle, bevor es dich unter Kontrolle bringt. Thank you very much. Vielen Dank.